Herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Mein Name ist Abud und wir werden heute gemeinsam WordPress auf dieser Webseite installieren. Dafür werden wir im ersten Schritt WordPress herunterladen und im Anschluss das Programm FileZilla installieren, damit wir eine Verbindung zu unserem Server aufbauen können. Nachdem wir die WordPress-Dateien auf den Server hochgeladen haben, können wir über unsere Webseite WordPress aufrufen, um die Installation durchzuführen. Also lasst uns keine Zeit verlieren und direkt loslegen. Als erstes gehen wir auf wordpress.org, um die aktuelle Version von WordPress herunterzuladen. Um auf die deutsche Seite von WordPress zu gelangen, klicken wir unten auf Deutsch und danach können wir oben rechts auf den Button Hol dir WordPress klicken, um WordPress auf Deutsch herunterzuladen. Außerdem brauchen wir noch das Programm FileZilla, damit wir eine Verbindung zu unserem Server aufbauen können. Unter filezilla-project.org können wir FileZilla herunterladen. Nachdem wir beides heruntergeladen haben, installieren wir als erstes FileZilla. Da ich das FTP-Programm bereits auf meinem Rechner installiert habe, breche ich die Installation beim letzten Schritt ab und werde dann FileZilla direkt starten. Auf der linken Seite sehen wir die Dateien auf dem eigenen PC, in diesem Fall die Dateien auf meinem Desktop, und auf der rechten Seite wird alles angezeigt, was sich auf dem Server unserer Webseite befindet. Um eine Verbindung zum Server aufzubauen, öffnen wir den Server Manager und legen einen neuen Server an, den wir entsprechend benennen. Die benötigten FTP-Zugangsdaten können wir bei unserem Hosting-Anbieter einsehen, nachdem wir uns im Kundenkonto eingeloggt haben. In meinem Fall logge ich mich bei All-Inkle ein und kopiere mir den Server, um diesen bei FileZilla einzufügen. Beim Benutzer tragen wir dasselbe ohne .kserver.com ein. Das Passwort können wir festlegen, indem wir bei All-Inkle auf FTP klicken und dann den Hauptnutzer bearbeiten. Hier lässt sich ein sicheres Passwort automatisch generieren. Nachdem wir abgespeichert haben, wird uns das festgelegte Passwort noch einmal oben angezeigt. Dies kopieren wir uns in die Zwischenablage und fügen es ebenfalls bei FileZilla ein. Damit hätten wir alle Zugangsdaten eingetragen, um die Verbindung zu unserem Server endlich aufzubauen. Als nächstes entpacken wir die WordPress-Dateien, die wir eben heruntergeladen haben. Wenn ihr noch kein Programm zum Entpacken habt, könnt ihr euch WinRAR oder auch 7-Zip kostenlos downloaden. Jetzt öffnen wir den WordPress-Ordner und wählen alle Dateien aus, indem wir STRG und A drücken. Mit der Maus ziehen wir die Dateien zu FileZilla, damit alles auf den Server hochgeladen wird. Am unteren Bildschirmrand sehen wir auch schon, dass der Upload begonnen hat und dass das auch etwas Zeit in Anspruch nehmen kann. Wenn ihr während des Uploads die Meldung bekommt, dass eine Datei schon vorhanden ist, könnt ihr hier diese beiden Haken setzen, damit diese Meldungen nicht mehr erscheinen. Um den Hochladevorgang nochmal etwas zu beschleunigen, solltet ihr unter den Einstellungen überprüfen, ob die Anzahl der gleichzeitigen Übertragungen auch auf 10 eingestellt ist. Wenn nicht, solltet ihr das tun, damit alles nochmal etwas schneller geht. Hier unten sehen wir, dass 12 Übertragungen fehlgeschlagen sind. Diese Dateien versuchen wir also jetzt nochmal hochzuladen, indem wir einen Rechtsklick auf eine der Dateien machen und dann auf alle Dateien zurücksetzen und wieder zur Warteschlange hinzufügen klicken. Wir machen nochmal einen Rechtsklick und lassen die Warteschlange mit den 12 Dateien nochmal abarbeiten. Am Ende achten wir natürlich nochmal darauf, ob es wieder fehlgeschlagene Übertragungen gab. Um WordPress zu installieren, gehen wir auf unsere Webseite und geben dahinter /wp-admin ein. Hier wird uns jetzt angezeigt, was wir alles benötigen, um die Installation durchzuführen.
Wir klicken also auf Los geht's und suchen uns dann die benötigten Daten raus. Als erstes brauchen wir den Namen unserer Datenbank. Dafür müssen wir diese natürlich erst einmal anlegen. Das machen wir bei unserem Hosting-Anbieter, also in meinem Fall All-Inkle. Bei All-Inkle ist das ziemlich einfach geregelt. Man geht auf Datenbanken und klickt einfach auf Neue Datenbank anlegen. Beim Kommentar trage ich dann jetzt noch den Namen der Domain ein, um diese dann später besser zuordnen zu können. Ein sicheres Datenbankpasswort müssen wir jetzt auch noch generieren und dieses kopieren wir uns auch gleich schon mal in die Zwischenablage, da wir das gleich noch brauchen werden. Abspeichern natürlich nicht vergessen und dann fügen wir als erstes das Datenbankpasswort ein. Der Datenbankname und der Benutzername sind bei All-Inkle identisch, sodass wir es dann nur einmal kopieren müssen und dann bei den beiden Feldern der WordPress-Installation einfügen können. Aus Sicherheitsgründen solltet ihr aber unbedingt noch das Tabellenpräfix umändern. Sucht euch einfach zwei beliebige Buchstaben aus und schreibt diese vor den Unterstrich. Hauptsache es steht kein WP davor. Jetzt noch auf Installation durchführen klicken und dann geht's mit den Angaben für die Webseite weiter. Wir tragen den Titel der Webseite ein und legen einen Benutzernamen und ein sicheres Passwort fest. Den Benutzernamen und das Passwort werden wir später immer wieder benötigen, um uns auf unsere Webseite einzuloggen. Das macht man, indem man seine Webseite aufruft und dahinter wie eben gerade /wp-admin eingibt. Im nächsten Feld will WordPress eine E-Mail-Adresse von uns. Dafür lege ich noch schnell ein Postfach an. Unter E-Mail und E-Mail-Postfach klicken wir auf Neues Postfach anlegen und können uns dann auch noch aussuchen, was vor dem @Zeichen stehen soll. Auch für unseren E-Mail-Zugang legen wir natürlich ein sicheres Passwort fest und kopieren es, da wir es gleich nach dem Abspeichern gar nicht mehr angezeigt bekommen. Nachdem wir abgespeichert haben, wird das E-Mail-Postfach ziemlich schnell aktiviert, sodass wir schon E-Mails empfangen können. Als letztes setze ich bei einer neuen WordPress-Installation immer den Haken bei Suchmaschinen davon abhalten, diese Website zu indexieren. Das bedeutet, dass wir Google und auch anderen Suchmaschinen mitteilen, dass unsere Webseite noch nicht zu finden sein soll, also gar nicht erst in den Index aufgenommen wird. Wenn die Website fertig gebaut wurde, darf man am Ende natürlich nicht vergessen, diesen Haken bei den WordPress-Einstellungen unter dem Punkt Lesen wieder rauszunehmen. Viele vergessen das nämlich und wundern sich, warum ihre Webseite nicht bei Google zu finden ist. So, die WordPress-Installation war erfolgreich und wenn wir jetzt auf Anmelden klicken, können wir uns mit unserem Benutzernamen und Passwort einloggen, um dann endlich in unser WordPress-Backend zu gelangen. Damit wäre die manuelle WordPress-Installation auch abgeschlossen und man kann beginnen, einige wichtige Grundeinstellungen vorzunehmen und seine Webseite aufzubauen. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr ein Video sehen wollt, in dem wir die Grundeinstellungen für WordPress vornehmen, bevor wir dann mit dem eigentlichen Bau der Website beginnen. Wenn euch interessiert, wie wir WordPress-Projekte angehen und ihr noch mehr über WordPress-Webseiten und generell Online-Marketing lernen wollt, dann abonniert auch gerne unseren Kanal und vergesst nicht, diesem Tutorial einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch das Video weitergeholfen hat. Also, bis zum nächsten Video, euer Abud.